Okay Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Heute gibt es ein neues Video und es gibt neue Gerüchte beim FCM, nämlich zu einem Verteidiger. Diese blende ich euch gerne ein, wieder von unserem Leaker, den wir kennen, der immer schon sehr, sehr vertrauenswürdige Gerüchte bringt. Und das ist ja auch eine Stelle, wo wir uns verstärken müssen. Vor allem, weil wir da definitiv den Bedarf in der Breite haben, nicht mal in der ersten Elf, sondern in der Breite aktuell. Ich finde, man hat es gut in Dresden gesehen, auch wenn sie es beide in Ordnung gemacht haben. Tobi Müller und Sogovic sind halt im Endeffekt nicht die beste Breite da im Kader. Und nun könnte es einen interessanten Transfer geben und dementsprechend habe ich auch eine Frage direkt an euch. Denn vielleicht hat man schon am Thumbnail erkannt, wenn auch nicht, könnt ihr gerne raten. Er soll von Kiel kommen, also von den Kieler Störchen, und ihr könnt dann gerne sagen, was ihr denkt, welcher von diesen Spielern einer für uns wäre. Kai Johansson haben wir hier 500.000 Mark, wird 31 Jahre alt. Donivovic, ich hoffe richtig ausgesprochen, 21 Jahre alt, 600.000 Euro Marktwert. Nikic, 800.000 Euro Marktwert, 24. Patrick Erras für 800.000 und 30 ist er. Komenda, 28 Jahre alt, 800.000. Max Geschwill, 24 Jahre alt, 1 Million und 50. Dann die beiden Stammverteidiger, die können wir rausnehmen, Ibesic und Zek. Die werden ja sowieso klar Stamm spielen. Und eigentlich können wir Svetinovic auch rausnehmen, genauso wie Nekic. Ich glaube, der kam im Winter. Also damit haben wir schon ein bisschen Auswahlverfahren. Persönlich hätte mich jemand gefragt, was ich denke, wer ein Ersatzverteidiger beim FCM werden könnte, hätte ich sehr wahrscheinlich auf Svetinovic getippt. Wäre er nicht da, sonst Nekic, weil das so Spieler grundsätzlich sind, die in der Marktwertbranche wir uns definitiv aufhalten. Aber, wie gesagt, schreibt es unbedingt in die Kommentare, was ihr denkt, bevor ihr das gesehen habt, falls ihr es nicht auf dem Thumbnail erkannt habt. Ist es tatsächlich Max Geschwill, der zum FCM kommen könnte? Und das hat mich sehr überrascht, weil er schon vom Marktwert her ein sehr, sehr hoher Spieler ist. Ein sehr, sehr gestandener Spieler auch. Wenn man ihn sich anguckt, hat natürlich noch 0 Spiele gemacht, die anderen haben mehr als er, ist auch wieder variabel einsetzbar, auch das passt zum FCM, wie gesagt, denn IV, egal ob links oder rechts, kann er beides in der Innenverteidigung spielen, Linksverteidiger und links Mittelfeld kann er spielen, also das ist wieder sehr, sehr variabel. Zur Not hätte man dann auch einen Ersatzspieler für Lubambo oder auch für Herbert Bockhorn, wenn er denn auf der anderen Seite spielt, aber das ist meistens nicht der Fall. Und allgemein für die linke Seite nochmal zusätzlich was im Petto, auch wenn ich die linke Seite ganz stark finde persönlich. Aber es ist wieder auch so eine persönliche Sache, denke ich mal. Grundsätzlich in der Innenverteidigung sehe ich aber da noch Verstärkungsbedarf und dann haben wir meiner Meinung nach schon einen guten Kader, wenn da noch ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler kommt. Und dann kann man definitiv angreifen. Persönlich kann man hier noch auf sein Profil gucken und dann haben wir auch die ersten wichtigen Daten zu ihm. 24, 25, hat vor allem natürlich einen interessanten Job bei Hoffenheim gemacht, da hat er sich hochgespielt. Hier haben wir nämlich keine Spiele, ich weiß gar nicht mal warum, wegen Bundesliga, da passt es so. Jetzt haben wir es doch, oder? Genau. 19 Bundesliga-Einsätze hat er gemacht. Also es ist ordentlich, also wir haben da einen Bundesligaspieler, einen rotierenden Bundesligaspieler, der immer manchmal so seine Minuten gegangen ist, vor allem gegen interessante Vereine wie Leipzig. Auch da ist das Format schon deutlich höher als bei anderen Vereinen. Leverkusen oder Frankfurt ist auch natürlich komplett gegangen und eine halbe Halbzeit bei Bayern. Und dann wurde es immer weniger und jetzt scheint es so, dass man überhaupt nicht mehr mit ihm plant. Und deswegen könnte er zum FCM kommen. Das wäre schon ein ganz dicker Transfer, auch das muss man klar sagen. Hat 3 Scorer jetzt gemacht in der Bundesliga-Saison. Dementsprechend, wie gesagt, ein Spieler von Format. Auch das sollte jedem klar sein hier. Wir schauen, was da passiert. Schauen noch weiter drauf. Schreibt unbedingt rein, wie ihr es finden würdet, wenn er kommen würde. Und damit, ciao Leute und bis zum nächsten Mal.